Habi und ich essen gerne Eierkuchen. Sie einzeln in der Pfanne auszubacken, ist für mich schwierig, weil ich seit einigen Jahren unter chronischer Erschöpfung leide. Jede zeitsparende Erleichterung ist also sehr willkommen in meinem Leben. Nun kenne ich den Pfannkuchen aus dem Ofen bereits seit längerer Zeit. Ich entdeckte ihn auf YouTube, soweit ich mich erinnere. Dort folge ich einigen englischsprachigen Kanälen zum Thema Kochen und Backen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis ich auf diese schmackhafte Variante traf. Ich bin Carmen von Kochen mit Carmen. Habi und ich wurden in unserer Kindheit und Jugend von der Berliner Küche geprägt und kochen mit internationalen Einflüssen. Soweit ich es recherchiert habe, wurde der Pfannkuchen aus dem Ofen in den USA vom deutschen Eierkuchen inspiriert, obwohl Dutch übersetzt Niederländisch bedeutet. Ich persönlich stelle mir die Wortkette, die zu dieser Namensgebung geführt hat, immer so vor: Deutsch, Deitsch, Dutch. Das ist aber nur meine Idee zu der Sache. Mein Dutch Baby ist fast zuckerfrei. Allerdings gebe ich ein Tütchen Vanillezucker hinzu. Ansonsten verwende ich Erythrit, das sich wie Zucker zum Backen verwenden lässt. Außerdem tausche ich etwa 20% des Weizenmehls durch Buchweizenmehl aus. Wir lieben den Geschmack von Buchweizenmehl. Ein weiterer Grund, es zu verwenden, ist, dem Buchweizenmehl werden diabetikerfreundliche Eigenschaften zugesagt. Natürlich führen wir in unserem Haushalt keine wissenschaftlichen Versuche durch, um das zu verifizieren. Nach einigen gescheiterten Versuchen mit Vollkornmehl, es schmeckt uns einfach nicht, empfinden wir die Mischung aus 20% Buchweizenmehl und 80% Weizenmehl als angenehm. Bei mehr Buchweizenmehl wird der Teig zu brüchig, da dieses Mehl kein Gluten enthält. Ich achte aber immer darauf, ein Weizenmehl zu kaufen, was möglichst viel Eiweiß beinhaltet. Zum ersten Mal überhaupt habe ich Sauerteig beim Anrühren des Eierkuchens ins Spiel gebracht. Ich hatte noch etwa 50 Gramm Teigrest vom Pizzateig im Eisschrank. Den habe ich am Vortag rausgenommen und im Kühlschrank aufgetaut. Diesen verrührte ich etwa 2 Stunden vorher mit ca. 50 Gramm Buchweizenmehl und 50 Milliliter warmer Milch. Diesen Vorteig ließ ich zugedeckt im Ofen ruhen. Gerne hätte ich diese Mischung am Vortag angesetzt, aber ich hatte keine Zeit dafür. Den Vorteig verrührte ich dann mit 4 Eiern, 400 Milliliter Milch, 2 Esslöffeln Erythrit, dem Vanillezucker und mehr Weizen- und Buchweizenmehl. Man sieht in der Schüssel 5 Eigelbe, was daran liegt, dass eines der Eier 2 Dotter hatte. Ich messe das Mehl immer nach Gefühl aus. Dieses Mal verwendete ich den Cup, um für das Video eine ungefähre Mengenangabe parat zu haben. So ein Eierkuchenteig ist keine komplizierte Wissenschaft und man muss nicht alle Zutaten ganz genau abwiegen. Diesen Teig ließ ich dann noch eine halbe Stunde zugedeckt im Ofen fermentieren und nahm ihn dann zum Braten raus. Während der Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizte, erhitzte ich eine ordentliche Portion Butter in der Pfanne und kippte dann den Teig hinein. Bei mittlerer Hitze ließ ich den Pfannkuchen dort für 5 Minuten und schob ihn dann in den Ofen. Meine Faustformel ist: 10 Minuten bei 180 Grad backen und dann 10 Minuten bei 200 Grad. Zum Schluss aktiviere ich gelegentlich noch die Grillfunktion, falls der Pfannkuchen noch nicht die gewünschte Bräune hat. Wie sich herausstellte, hatte ich so viel Teig gemacht, dass er etwas länger brauchte. Bei der Menge Teig sind 15 Minuten bei 180 Grad und 15 Minuten bei 200 Grad von Vorteil. Andere Rezepte empfehlen übrigens, den Teig im Ofen bei 200 Grad und mehr zu backen. Das tue ich nicht, weil ich Angst habe, dass er am Ende dann innen noch flüssig ist und außen schwarz. Ich gehe es lieber etwas sanfter an. Kleiner Tipp zum Schluss: Mit einem Mokkalöffel Backpulver wird der Teig fluffiger. Ich hatte das Backpulver allerdings vergessen. Sehr angenehm für die Bekömmlichkeit des Dutch Babys empfand ich den Fermentierungsprozess durch den Sauerteig. Geschmacklich war diese Variante auch ein Gewinn.